Wie sagte Wilhelm Busch schon? Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Hallihallo. Nachdem ich gestern in Vallon-Pont d'Arc angekommen bin, wollte ich heute einen Teil des Trans-European Trail von Pradon bis an die Rhone fahren und dann über das Ardèche-Tal zurück. Aber eine große Gewitterfront zieht von den Cevennen her auf und wird gegen Mittag die Ardèche erreichen. Bei Gewitter und Starkregen Offroad zu fahren ist einfach keine gute Idee, also Planänderung. Ich hatte von dieser berühmten Höhle gehört, in der man tausende Jahre alte Felszeichnungen sehen kann, die Grotte Chauvet, die erst 1994 ganz in der Nähe der Pont d'Arc entdeckt wurde. Die originale Höhle ist heute nur ein paar Mal im Jahr für Wissenschaftler zugänglich. Direkt nach der Entdeckung wurde der Eingang wieder verschlossen. Damit die Welt dieses Wunder trotzdem erleben kann, hat man nur wenige Kilometer entfernt eine gigantische, ultrapräzise Nachbildung gebaut, mit dem einfallsreichen Namen Grotte Chauvet 2. Und so viel vorweg, unglaublich authentisch, von den Felsstrukturen über die Temperatur bis hin zu den mit echter Holzkohle nachgezeichneten Meisterwerken. Mit etwas Glück habe ich online noch ein Ticket für 9:30 Uhr bekommen und bin hingefahren. Ein Tipp für euch, unbedingt vorher online buchen. Die Gruppen sind zeitlich fest eingeteilt und nicht besonders groß. Aber jetzt zur Höhle selbst. Die Grotte Chauvet ist eine absolute Sensation der Archäologie und sicher eine der bedeutendsten Kulturstätten der Menschheit. Im Grunde ist sie die Sixtinische Kapelle der Steinzeit. In ihr finden sich über 36.000 Jahre alte Höhlenmalereien und auch noch die ältesten und detailreichsten der Welt. Anders als in vielen anderen Höhlen sehen wir hier nicht nur die klassischen Jagdszenen, sondern vor allem Tiere der Eiszeit, Löwen, Bären, Mammuts und Wollnashörner. Durch die geschickte Nutzung der Felsform wirken sie fast lebendig. Ich bin bekennender Kunstbanause, aber diese Zeichnungen haben mich wirklich abgeholt. 3D-Effekte, Perspektive durch die Struktur des Untergrunds und das alles vor über 30.000 Jahren gezeichnet im Licht einer Fackel. Nach dem beeindruckenden Besuch der Höhle bin ich noch zum Aussichtspunkt hinauf. Von dort hat man einen schönen Blick über die Gegend und die Ardèche. Auf dem weitläufigen Gelände gibt es übrigens nicht nur die Höhle selbst, sondern auch ein paar weitere Attraktionen, ein Kino mit einem Dokumentarfilm zur Entdeckung und eine Ausstellung über die Tiere der damaligen Zeit. Ich bin dann ins Hotel gefahren, die ersten Tropfen kamen schon runter und dann ging es richtig los. Das war eine gute Entscheidung, den Morgen hier zu verbringen. Nachdem eine Gewitterfront an der Ardèche durchgezogen ist, ihr seht, die Straße ist noch pitschepatsche nass, mache ich jetzt noch einmal eine Runde durch den Ardèche Canyon sozusagen und gucke mir da noch mal ein paar Viewpoints an. Ich hoffe, es bleibt einigermaßen trocken. Das Schlimmste ist, glaube ich, durchgezogen, aber man weiß ja nie. Aber ich wollte auf jeden Fall das nochmal ausnutzen und hier eben entsprechend einmal lang gefahren sein. Und viele Kanufahrer. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, weil die Reifen, das ist ja eine neue Marke, die ich drauf habe, und ich weiß noch nicht, wie die sich bei Nässe verhalten, denn bisher bin ich noch nicht nass geworden. Ich bin jetzt fast eine Woche unterwegs und ja, bisher hat das Wetter mitgespielt.
Ja, und so eine Gewitterfront darf auch mal kommen. Die Natur freut es. Ja, das Wetter hat den Vorteil, dass nicht so viel los ist, weil normalerweise sind hier immer sehr, sehr viele Touristen und auch Einheimische, weil das sind auch mit die besten Badestrände hier. Das ist im Prinzip so ein Mäander vom Fluss. Das hier ist die Mitte dieser Felsen. Ja, ich war vor 40 Jahren schon mal hier. Wahnsinn. Da waren wir auch paddeln. Wilde Ziegen. Die sind hier auf einigen Aussichtspunkten zu sehen, weil die wahrscheinlich immer was kriegen. So, das ist jetzt der letzte Aussichtspunkt, den ich anfahre. Es sind sehr, sehr viele. Ich habe mir ein paar besonders schöne herausgepickt. Und jetzt, wenn man da weiterfahren würde, dann fällt man in die Rhone in Saint-Martin-du-Ardèche. Ah, deshalb ging es so langsam. Oldtimer-Ausfahrt. Fahren sie alle ihre Schätzchen aus. Das ist auf jeden Fall eine der Straßen, die man einmal hin und zurück fahren kann und immer wieder ganz neue Eindrücke bekommt. So, jetzt nähern wir uns wieder Vallon-Pont d'Arc. Hier ist die Straße jetzt auch schon wieder trocken. So, ich wollte euch noch mal die Original-Location zeigen, wo die Höhle ist. Also da, wo man diese tollen Tierzeichnungen gefunden hat und alles. Das hier ist nämlich dieser Mäander, wo früher mal der Fluss lief. Jetzt werden hier Trauben angebaut. Und ihr seht hier diese schräge Hochlaufen, da kann man auch hochwandern. Und hier oben, mittendrin, da ist der Höhleneingang, der ist jetzt verschlossen und darf nur von Wissenschaftlern geöffnet werden. Und ich glaube, 2-3 Mal im Jahr dürfen sie da rein. Und dann fahren wir jetzt auch noch mal auf der anderen Seite von der Pont d'Arc vorbei und gucken uns die noch mal beim Vorbeifahren an. So, aber hier rechts unten muss sie jetzt gleich auftauchen. Da ist sie. Ja. So, und jetzt gehen wir tanken. Morgen habe ich eine lange Tour vor mir. Da geht es in die Cevennen und in eine der größten Canyons Europas, in die Tarnschlucht. Die ist 32 Kilometer lang. Darauf könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Ich bin's auch. Auch heute gab es wieder einige Wow-Momente. Die Höhle und später am Nachmittag die Pont d'Arc und der Ardèche Canyon sind einfach beeindruckend. Wie schon gesagt, ich war schon vor 40 Jahren das erste Mal als Student hier zum Paddeln. Das war noch bevor die Höhle entdeckt wurde. Und damals gab es nur ein paar Campingplätze und abseits der großen Straße entlang des Canyons war eigentlich alles nur Schotter. Morgen geht's in die Schlucht der Cevennen. Ich hoffe, euch hat mein Video auch ohne TED und Offroad gefallen.